Zwei Länder hätten einen geheimen Pakt geschlossen, der sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Interessen beider Staaten tiefgreifend beeinflusst hätte. Kaum hätten die Verhandlungen begonnen, als bereits erste Gerüchte über den Inhalt des Abkommens aufgetaucht wären, was die Situation zusätzlich kompliziert hätte. Während die Bevölkerung in beiden Ländern völlig ahnungslos gewesen sei, hätten die führenden Politiker in aller Stille ihre Unterschriften unter das Dokument gesetzt. Der Pakt, der streng geheim geblieben sei, hätte die politische Landschaft der gesamten Region nachhaltig verändert, ohne dass die Weltöffentlichkeit etwas davon gewusst hätte. Es sei unklar gewesen, wie weitreichend die Auswirkungen dieses Abkommens auf die Zukunft beider Nationen tatsächlich gewesen wären. Während einige Experten behauptet hätten, dass der Pakt einen stabilisierenden Einfluss auf die Region ausüben würde, hätten andere gewarnt, dass er das Gegenteil bewirken könnte. Die Tatsache, dass diese Vereinbarung ohne jegliche Transparenz zustande gekommen sei, habe viele Menschen in beiden Ländern beunruhigt. Indem die beiden Regierungen ihren Geheimvertrag abgeschlossen hätten, hätten sie jedoch alle internationalen Vereinbarungen und Normen auf den Kopf gestellt. So oft wie auch die Politiker versichert hätten, dass alles zu ihrem eigenen Wohl geschehen sei, hätten viele Bürger ihre Zweifel geäußert. Die Spekulationen, die bis zum Erreichen einer ersten Einigung über das Abkommen angestiegen seien, hätten eine Atmosphäre des Misstrauens geschaffen, die kaum noch zu lösen gewesen sei. Einige diplomatische Quellen hätten angedeutet, dass der Pakt möglicherweise in einem geheimen Hinterzimmer zustande gekommen sei, ohne dass ein formelles Dokument unterzeichnet worden wäre. Zwar sei der Inhalt des Abkommens nie offiziell veröffentlicht worden, jedoch hätten immer wieder Hinweise darauf hingedeutet, dass es um die Kontrolle wichtiger Rohstoffe gegangen sei. Der Vertrag, von dem sowohl die Öffentlichkeit als auch die Medien weitgehend ausgeschlossen worden seien, hätte viele Fragen aufgeworfen, die noch immer unbeantwortet geblieben wären. In der Zwischenzeit hätten sich zahlreiche politische Beobachter darüber geäußert, dass es kaum möglich sei, eine derart geheime Vereinbarung ohne gravierende Folgen für die internationale Ordnung zu treffen. Es sei, als ob die beiden Länder ihre eigenen Interessen über die Stabilität der gesamten Region gestellt hätten, ohne die langfristigen Auswirkungen zu bedenken. Während die Verhandlungen im Hintergrund weitergegangen seien, hätten die betroffenen Nationen versucht, ihren eigenen Standpunkt zu wahren, indem sie öffentlich ihre Entschlossenheit zur Zusammenarbeit betont hätten. In diesem Zusammenhang hätten die Diplomaten eine Vielzahl von Formulierungen verwendet, die darauf abgezielt hätten, die wahren Absichten hinter den Kulissen zu verschleiern. Kaum hätten sich jedoch die ersten Lecks ergeben, als auch schon erste Spekulationen über die wahren Ziele des Paktes die Runde gemacht hätten. Es sei so gewesen, als ob die Regierungen gehofft hätten, dass die Öffentlichkeit nie etwas von dem geheimen Abkommen erfahren würde. Indem sie diese Täuschung aufrechterhalten hätten, hätten sie jedoch einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, der das Vertrauen in die politischen Institutionen beider Länder erschüttert hätte. Die Medien hätten das Thema immer wieder aufgegriffen, wobei sie den Pakt als eine der größten politischen Intrigen der letzten Jahre bezeichnet hätten. So oft wie auch die Regierungen versucht hätten, die Spekulationen zu entkräften, hätten die Leaks immer mehr an Bedeutung gewonnen.
Es habe den Anschein gehabt, als ob immer neue Details des Paktes ans Licht gekommen seien, und jeder neue Bericht habe die politische Lage weiter destabilisiert. Infolgedessen sei die internationale Gemeinschaft zunehmend besorgt gewesen, dass der Pakt nicht nur das Vertrauen zwischen den beiden Ländern, sondern auch das globale Gleichgewicht gefährden könnte. Die Welle der Empörung, die durch die Enthüllungen ausgelöst worden sei, habe die Verantwortlichen gezwungen, Stellung zu beziehen. Kaum hätten sie jedoch Stellung bezogen, als auch schon die ersten Forderungen nach einer vollständigen Offenlegung der Vereinbarungen laut geworden wären. Während die beiden Staaten immer noch versuchten, das Geschehene herunterzuspielen, sei der Druck aus dem Ausland zunehmend stärker geworden. Inzwischen hätten sich die Regierungen gefragt, ob der geheime Pakt nicht einen größeren politischen Skandal ausgelöst hätte, als sie ursprünglich erwartet hätten. Einige Experten hätten sogar behauptet, dass dieser Vorfall das Vertrauen in internationale Abkommen für Jahre erschüttern könnte. Es sei eine Lektion, hätten sie gesagt, wie gefährlich es sei, geheime Abkommen ohne die Zustimmung der Bevölkerung zu schließen. Einige politische Kommentatoren hätten die Situation als eine der schlimmsten in der jüngeren Geschichte bezeichnet, da sie nicht nur das Vertrauen in die beteiligten Regierungen erschüttert, sondern auch das Vertrauen in die gesamte internationale Gemeinschaft gefährdet hätte. Es wäre beinahe so gewesen, als ob die Weltöffentlichkeit einen Pakt zwischen den beiden Ländern niemals hätte akzeptieren können, ohne zu wissen, was wirklich dahinter steckte. In der Tat hätten sich die geheimen Verhandlungen als eine direkte Herausforderung an die internationalen Normen und Standards erwiesen, die für eine offene und transparente Diplomatie notwendig wären. Nachdem immer mehr Details über den Pakt bekannt geworden seien, hätte der Druck auf die Regierungen so weit zugenommen, dass sie schließlich zur vollständigen Offenlegung gezwungen worden wären. Diese Offenlegung hätte jedoch nicht nur die Öffentlichkeit erschüttert, sondern auch zu einem weltweiten Aufschrei geführt, der die politischen Beziehungen zwischen den betroffenen Ländern bis zum Äußersten belastet hätte. Einige Analysten hätten sogar behauptet, dass dieser Skandal die politischen Karrieren einiger führender Politiker auf den Kopf gestellt hätte. Es hätte kaum noch Zweifel daran gegeben, dass dieser Vorfall sowohl die nationale als auch die internationale Politik nachhaltig verändert hätte. Um die Situation zu retten, hätten beide Regierungen in den folgenden Wochen hektische Versuche unternommen, den Schaden zu begrenzen, indem sie öffentliche Entschuldigungen ausgesprochen hätten. Kaum hätten sie jedoch ihre Entschuldigungen ausgesprochen, als auch schon Stimmen aus der Bevölkerung laut geworden wären, die eine Reform der politischen Strukturen forderten, um solche Geheimabkommen in Zukunft zu verhindern. Während einige diese Forderungen unterstützt hätten, hätten andere geglaubt, dass der Skandal lediglich ein Symptom für ein größeres Problem in der internationalen Diplomatie sei. So oft wie auch die Regierungen beteuert hätten, dass ihre Handlungen im besten Interesse ihrer Länder erfolgt seien, hätten die Bürger weiterhin Zweifel daran geäußert. Es wäre schwer zu sagen gewesen, ob dieser Skandal wirklich das Vertrauen der Menschen in die Politik langfristig zerstört hätte. Einige hätten sogar argumentiert, dass dieser Vorfall in der Zukunft als Beispiel dafür dienen könnte, wie wichtig Transparenz in der Diplomatie sei.
In jedem Fall hätte sich die politische Landschaft nach der Enthüllung des Paktes drastisch verändert, da viele Bürger in den betroffenen Ländern ihre Loyalität gegenüber ihren Regierungen in Frage gestellt hätten. Es hätte sich herausgestellt, dass die geheime Vereinbarung nicht nur gegen internationale Gesetze verstoßen hätte, sondern auch zahlreiche Menschenrechte verletzt worden wären. Die internationale Gemeinschaft hätte mit einer Stimme gefordert, dass die Verantwortlichen für den Skandal zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Während die Regierungen versuchten, sich zu verteidigen, hätten sie kaum noch die Unterstützung ihrer eigenen Bevölkerung gehabt. Kaum hätte es also möglich gewesen sein, eine Lösung zu finden, die alle Parteien zufriedenstellen konnte. Stattdessen hätte der Skandal die politischen Landschaften beider Länder nachhaltig erschüttert, was weitreichende Konsequenzen für die künftige Außenpolitik gehabt hätte. Es sei nicht absehbar gewesen, welche langfristigen Auswirkungen dieser Vorfall auf die internationalen Beziehungen haben würde. Einige Beobachter hätten befürchtet, dass dieser Skandal das Vertrauen in multilaterale Verhandlungen langfristig untergraben könnte. Die Regierungen hätten sich kaum in der Lage gesehen, in den darauffolgenden Wochen zu einer stabilen Lösung zu kommen, die den Frieden sichern könnte. Selbst als sie schließlich versuchten, eine Erklärung abzugeben, hätten sie den Eindruck erweckt, als ob sie die Situation nicht vollständig unter Kontrolle gehabt hätten. Es sei, als ob die gesamte politische Ordnung auf dem Spiel gestanden hätte, was sowohl die betroffenen Länder als auch ihre internationalen Partner in eine schwierige Lage versetzt hätte. Es habe nicht nur an politischer, sondern auch an moralischer Integrität gefehlt, was die Glaubwürdigkeit der betroffenen Regierungen stark beschädigt habe. Kaum hätten sich die diplomatischen Kanäle wieder geöffnet, als auch schon die ersten Versuche unternommen worden seien, die Beziehungen zwischen den betroffenen Ländern zu normalisieren. Während die Verhandlungen fortgesetzt worden seien, hätten die politischen Analysten immer wieder betont, wie wichtig es gewesen wäre, Vertrauen wieder aufzubauen. Es wäre ein langer Weg, hätten sie gesagt, aber vielleicht könnte diese Krise als Chance zur Veränderung genutzt werden. In den folgenden Monaten hätten sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zwar verbessert, jedoch hätte der Schatten des Skandals weiterhin über allen Entscheidungen gehangen. Während der Skandal in den internationalen Medien kaum noch ein Thema gewesen wäre, hätten die betroffenen Länder immer noch mit den Folgen zu kämpfen gehabt.